Wir werden von einer tunesischen Familie eingeladen und unsere Tochter schließt neue Freundschaften. Mit unserem Van durchqueren wir eine bizarre Mondlandschaft, bevor wir auf Djerba den absoluten Traumspot finden. Wir sind Sonja und Raj und reisen mit unserer Tochter um die Welt. Über staubige Pisten, durch endlose Wüsten entdecken wir die Welt jenseits von Reiseführern. Wild, spannend und voller Wunder. Unterwegs treffen wir immer wieder Menschen, deren Lächeln keine Übersetzung braucht und erleben eine Gastfreundschaft, die uns immer wieder sprachlos macht. Nach mehreren Monaten auf der arabischen Halbinsel und einem Abstecher nach Mauritius, um unsere Familie zu besuchen, sind wir jetzt wieder back on the road. Kommt mit uns auf unser nächstes Abenteuer, wie wir mit unserer Tochter die Welt erkunden. Heute nehmen wir euch mit an einen absolut magischen Ort. Wir setzen unsere Fahrt fort nach Gürmesa. Das liegt im tiefen Süden des Landes, mitten in der rauen Wüstenregion von Tatooine. Wir haben hier einen Wahnsinnsstellplatz ergattert, außerhalb von Tatooine. Die Anfahrt war ein bisschen tricky und hat den Cully etwas herausgefordert. Sehr steil, etwas rocky, aber wir haben es gemeistert, stehen hier auf einem Plateau mit grandiosem Blick auf das Xa Beni Barka. Das ist auch wieder so eine Speicherburg von den Berbern, wo die ihre Getreidevorräte aufbewahrt haben. Wir erkunden jetzt mal hier die Speicherburg Beni Barka. Schaut euch mal diesen Ausblick an. Und hier unter uns diese wunderschöne traditionelle Moschee, dieses strahlend weiß und die leuchtend blauen Türen, die sind einfach so typisch für Tunesien. Und hier in diesen Speicherkammern, die hier so übereinander gestapelt sind, da haben die Berber früher ihre ganzen Vorräte aufbewahrt. Also Getreide, Datteln, Oliven, Olivenöl, alles, was sie über den Winter so gebraucht haben. Da war das perfekt geschützt vor der Hitze. Gorfas nennt man die übrigens, diese Kammern. Und auch für unsere Tochter ist das hier ein riesiges Entdeckerparadies. Zwischen diesen jahrhundertealten Ruinen herumzuklettern und die alten Kammern zu entdecken, ist für sie einfach das Größte. Was eine coole Location hier. Wir machen jetzt mal den Abstieg und schaut mal, die untergehende Sonne taucht das Xa in ein Wahnsinnslicht. Die alten Steine fangen richtig an zu glühen. Und von hier unten sieht man mal, wie gewaltig die Kulisse eigentlich ist. Nach einer absolut ruhigen Nacht hier unterhalb des Xas fahren wir heute weiter. Aber erstmal müssen wir diese Schotterpiste hier wieder heil hinunterkommen. Denn wie ihr seht, ist der Weg hoch zum Xa kein Spaziergang. Die Piste zieht sich ziemlich steil am Hang entlang und ist voller losem Geröll. Also ein bisschen Bodenfreiheit ist echt Pflicht. Unser Van schaukelt hier zwar ordentlich durch, aber die Mühe hat sich für diese Kulisse mehr als gelohnt. So, der Asphalt hat uns wieder. Wir rollen weiter.
Unterwegs entdecken wir noch einen kleinen Tante-Emma-Laden, der das Nötigste anbietet. Draußen gibt es sogar ein paar frische Tomaten, Zwiebeln und natürlich Melonen. Wir decken uns noch schnell mit ein paar Basics ein und dann geht es auch schon direkt weiter, denn nur ein paar Kilometer entfernt gibt es noch ein Xa, das wir unbedingt erkunden wollen. Und hier stehen wir vor der nächsten Speicherburg, mitten im wilden Dahar-Gebirge. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns diese faszinierende Architektur von nahem an. Das Geniale daran, dieser Ort ist absolut nicht für den Tourismus aufgebauscht. Während andere bekannte Xas in Tunesien oft als Filmkulissen genutzt werden, ist das hier echt unverfälscht. Wieder diese klassischen Speicherkammern. Ich gehe jetzt hier mal in diese Speicherkammer rein. Da führt ein Gang weiter. Heute natürlich komplett leer, aber früher war das hier bis unter die Decke vollgepackt und so waren die wichtigsten Vorräte vor der Hitze und vor Plünderern geschützt. Schaut mal hier, diese beiden Autowracks. Völlig ausgeschlachtet stehen sie hier unweit vom Xa und rosten in der Wüstensonne so vor sich hin. Danach folgen wir der Piste quer durch eine kleine Siedlung, bis wir schließlich an unserem nächsten Ziel ankommen. Wir parken unseren Van auf diesem Platz vor der Moschee und stehen damit praktisch schon direkt vor dem Xa. Meist pilgern hier unzählige Filmfans, denn das Xa diente als Star-Wars-Kulisse. Doch heute haben wir die Kulisse komplett für uns alleine. Ganz alleine sind wir dann aber doch nicht. Wir treffen auf Laser, der hier einen kleinen Shop für traditionelles Berberhandwerk betreibt. Schaut mal, wie tief diese Ghorfas eigentlich nach hinten gehen. Der ganze Raum ist ein einziges buntes Farbenmeer aus handgewebten Teppichen und Decken. Laser hat hier drinnen eine urgemütliche Oase geschaffen, inklusive einer kleinen Teeküche. Und wie es sich für die tunesische Gastfreundschaft gehört, lädt er uns direkt auf ein Glas frisch gebrühten Tee ein. Im hinteren Teil des Xas haben ein paar einheimische Maler die ehemaligen Ghorfas in kleine Mini-Ateliers verwandelt. Kunstwerke stellen sie dann an den Lehmwänden aus und verkaufen sie. Schaut euch das mal von drinnen an. Zwischen Pinseln, Farben und Skizzen trocknen die frisch gemalten Bilder zum Teil direkt auf Stühlen. I worked on it yesterday. I put the first color and it dry now, and now I will continue working it. Echt unglaublich faszinierend, wie er die Magie und die Farben dieses Ortes mit nur wenigen Pinselstrichen auf Papier einfängt. Während wir das Xa hinter uns lassen und durch diese unendlich karge Landschaft rollen, freuen wir uns über ein echtes Unikat an Bord. Wir haben dem Maler nämlich eins seiner Bilder und das handgezeichnete Buchzeichen abgekauft. Nach 50 Kilometer Wellblechpiste erreichen wir die kleine Ortschaft Ezara. Auch hier gibt es wieder eine faszinierende Speicherburg der Berber. Doch dieses Xa hat eine Besonderheit. Es ist nämlich nicht komplett verlassen, sondern mitten im Alltag des Dorfes integriert. Als wir kurz überlegen, wo es lang geht, kommt auch schon ein älterer Herr auf uns zu. Ohne viele Worte führt er uns durch dieses alte Steintor. Und so stehen wir plötzlich im zweiten Innenhof.
Und das ist die nächste Besonderheit hier, denn diese Speicherburg besteht aus 2 Höfen und die sind durch dieses Tor miteinander verbunden. Und dann treffen wir auf diese Jungs hier. Sie nutzen den Innenhof ganz normal als ihren Treffpunkt zum Chillen und Quatschen. Wir kommen super nett ins Gespräch und am Ende springt noch dieses coole Gruppenfoto dabei raus. Das sind genau diese Momente, die wir so sehr schätzen. Wenn man mit den Locals unkompliziert ins Gespräch kommt, dann entsteht sofort ein richtiges, nettes Miteinander. Man merkt richtig, dass die Menschen ein echtes Interesse an einem haben, total offen sind und wissen wollen, wer man ist. Dieser ehrliche Austausch, der macht das Reisen unglaublich schön und zeigt, wie herzlich auch Tunesien ist. Während wir hier weiter durch die Ortschaften rollen, zeigt uns dieses Schild auch schon den nächsten Abzweiger. Und ihr denkt euch jetzt bestimmt, ernsthaft, schon wieder eine Speicherburg? Aber das wird eine völlig andere Welt. Es geht nämlich hoch zu einem uralten, verlassenen Höhlendorf. Jetzt schaut euch mal diese Kulisse an. Wir stehen mit unserem Van heute Nacht exakt hier, direkt unterhalb dieser gewaltigen Festung. Um die Ausmaße dieser riesigen Anlage zu sehen, schicken wir jetzt mal die Drohne hoch. Nach dem Frühstück starten wir unsere Wanderung hoch zum Xar. Hier unten haben wir übernachtet, direkt unterhalb vom Xar. Und jetzt wandern wir hier hoch zum Xar Gürmesa. Mitte der 70er Jahre wurde das Dorf hier oben aufgegeben. Der Grund war ganz einfach. Das Leben hier oben auf dem Felsen war extrem beschwerlich, komplett ohne Strom und ohne fließend Wasser. Als unten im Tal dann ein neues Dorf mit Infrastruktur gebaut wurde, sind die Leute natürlich nach und nach umgezogen. Um 2000 sind dann auch die letzten weg gewesen. Seitdem steht hier alles leer. Es ist eine ehemalige Wohnhöhle. Die Menschen haben hier vorne gewohnt und hinten war dann der Getreidespeicher. Und obwohl draußen die Sonne nur so brennt, ist es perfekt temperiert. Bevor es zum Van zurückgeht, schauen wir noch in der kleinen Teestube hier oben vorbei. Und da sind wir auch schon fast zurück. Links wieder die weiße Moschee und vor uns der Hauptfelsen. Und hier ist das kleine Café, mitten in eine ehemalige Wohnhöhle gebaut. Schaut euch das mal an, wie liebevoll das eingerichtet ist. Wir trinken jetzt erstmal einen frischen Minztee. Hier drinnen ist es nämlich angenehm kühl. Für uns geht es jetzt knapp 60 Kilometer zurück Richtung Tatooine. Wir haben nämlich eine Einladung erhalten, die wir unmöglich ausschlagen können. Erinnert ihr euch noch an den Mann vom Xar Sultane aus der Teestube? Wir haben gemeinsam einen Tee getrunken und anschließend Nummern ausgetauscht. Und jetzt hat er uns spontan zu sich nach Hause eingeladen. Wir sind zu Gast bei einer tunesischen Familie. Wir haben den Herrn gestern beim Xar kennengelernt. Da haben wir schon bei ihm einen Tee getrunken. Und jetzt hat er uns spontan eingeladen, bei ihm zu Mittag zu essen. Sehr lecker. Und wieder diese unfassbare Gastfreundschaft. Und hier serviert uns Lazer das traditionelle tunesische Couscous. Einfach der Wahnsinn, wie selbstverständlich diese Gastfreundschaft gelebt wird. Vor ein paar Tagen kannten wir uns noch gar nicht. Und jetzt sitzen wir hier bei ihm zu Hause am Tisch und er kocht für uns. Nach dem Essen ist unsere Tochter direkt mittendrin und spielt mit Lazers Kindern. Kein langes Kennenlernen, einfach unbeschwertes Spielen. Und auch die Sprachbarriere ist absolut kein Thema. Die verstehen sich auch so auf Anhieb. Genau diese Begegnungen machen das Reisen so unvergesslich. Nach diesem absolut herzlichen Abschied rollen wir weiter. Ein ganz großes Dankeschön an Lazer und seine Familie für diese unglaubliche Begegnung und dass wir einen Einblick in sein Familienleben bekommen durften.
Unser nächstes Ziel liegt mitten im Nirgendwo, die geologischen Reliefs Lunaire. Und da stehen wir auch schon vor dem offiziellen Schild. Wir sind im Dahar Geopark angekommen. Die Erosion hat hier über Jahrtausende Formen in den Fels gefressen, dass man denkt, man sei auf einem anderen Planeten. Echt krass. Da fahren wir jetzt mal direkt rein. Der Dahar Geopark ist übrigens der erste offizielle UNESCO-Geopark in ganz Tunesien. Und irre, was die Natur hier über Jahrmillionen für Formen geschaffen hat. Manche davon sehen aus wie riesige Pilze. Diese Kunstwerke schauen wir uns jetzt mal näher an. Wir sind noch ein ganzes Stück weiter hintergefahren und was soll ich sagen? Wir haben einfach den perfekten Übernachtungsspot gefunden. Seht euch das an. Und dann dieser geniale Felsen direkt hinter unserem Van, der dient uns als Windschutz. Wir haben hier gestern mitten in dieser Mondlandschaft übernachtet. Anfangs waren noch ein paar einheimische Familien da, die hier gepicknickt haben. Als es dann dunkel wurde, sind die nach und nach abgefahren und seitdem stehen wir hier komplett alleine, mitten in dieser Steinwüste. Wirklich eine Mondlandschaft. Weit und breit nicht. Eben waren wir ja auf diesem Hügel noch oben. Und diese ganzen Formationen von gestern, die waren natürlich beim Sonnenuntergang in diesem Licht noch viel grandioser als jetzt, wo die Sonne so ganz hoch am Himmel steht. Jetzt, der Motor ist schon an. Wir fahren weiter Richtung Küste. Allerdings sollte man den Boden hier nicht unterschätzen. Der sieht zwar von weitem total fest aus, aber unter dieser harten Kruste ist oft ein ganz feiner Sand. Schaut mal, wir kommen hier an komplett verfallenen Ruinen vorbei. Das war früher auch mal eine Speicherburg. So, die Piste haben wir hinter uns gelassen. Wir sind zurück auf dem Asphalt. Was für eine spektakuläre Passstraße, die sich hier durch die Berge schraubt. Und hier ist sie, die Brücke rüber nach Djerba. Und hier wachsen mitten im Nirgendwo einfach Olivenbäume. Willkommen auf Djerba. Wir rollen gerade durch den ersten Ort auf der Insel. Ohne Zwischenstopp steuern wir jetzt direkt die Westküste an, um uns einen schönen Platz am Strand zu suchen. Perfektes Timing zum Sonnenuntergang. Wir sind ja gestern Richtung Küste gefahren und haben nach einem schönen Spot gesucht und irgendwie war es überall zu windig und total viel Müll überall. So sind wir weitergefahren auf die Insel Djerba. Und es ist total schön hier. Wir haben einen Traumspot gefunden an der Westküste. Ein einsamer Naturstrand, keine Hotels, null Tourismus, ein paar Einheimische, ansonsten stehen wir hier komplett alleine. Und das Meer, das zieht sich so weit zurück und hinterlässt diese weißen Sandbänke. Es ist wie in der Karibik hier. Das Wasser ist hier glasklar und wunderschön.
So schön das Strandparadies hier auch ist, irgendwann müssen wir natürlich auch mal wieder unsere Vorräte auffüllen. Also decken wir uns hier im Ort noch kurz mit frischen Lebensmitteln ein. Die Vorräte sind verstaut, wir rollen wieder los und dann biegen wir auch auf die nächste Sandpiste ab. Über diesen Weg steuern wir jetzt ein richtig cooles Beachlokal an. Und da ist die urige Strandbude. Ein richtig genialer Spot direkt im Sand. Gegrillter Oktopus und Riesengarnelen. Das lassen wir uns jetzt mal schmecken. Wir rollen wieder los und verlassen die Insel über den Römerdamm. Schaut euch mal diese gigantische Pipeline hier neben uns an. Auf Djerba gibt es kein Süßwasser. Somit muss das Wasser durch dieses Rohr kilometerweit vom Festland rübergepumpt werden. Es geht für uns zurück aufs Festland. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt zurück per Fähre oder auf dem Landweg. Wir haben uns wieder, wie schon auf dem Hinweg, für den Landweg entschieden, einfach um unabhängiger zu sein von diesen Fährabfahrtszeiten, von dem langwierigen Ein- und Ausschiffen. Das ist ein knapp 7 Kilometer langer Damm, der künstlich angelegt wurde, ursprünglich von den Römern, wurde dann im 20. Jahrhundert asphaltiert und verbindet die südliche Stadt von Djerba mit dem Festland Zarzis. Während die Sonne jetzt langsam untergeht, rollen wir weiter und suchen uns einen einsamen Spot für die Nacht. In der nächsten Episode nehmen wir euch mit in das spektakuläre Berberdorf Schenini. Von dort machen wir eine Wanderung zum verlassenen Bergdorf Duriet und setzen am Ende auf die einsamen Kerkenna-Inseln über. Das solltet ihr nicht verpassen. Supportet uns gerne mit einem Abo und einem Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Danke fürs Mitreisen. Bis zum nächsten Mal.